Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Wir sind ein bisschen spät dran, aber es lohnt sich zu warten, denn heute geht es richtig rund. Ja, weil wir zerstören heute ein paar Träumchen. Ist nicht so gut, ne? Aber seid mal gespannt. Viel Spaß bei diesem Video. Die 8 Miles in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind, Texas ist jetzt hier zu Hause, wo der neue Traum beginnt. Also eigentlich wollen wir ja keine Träume zerstören. Ne? Eigentlich wollen wir ja wirklich dafür sorgen, dass so ein bisschen Realitätssinn mal da reinkommt in die ganze Geschichte. Ne? Ja, aber der Hook war gut. Ihr seid immer noch dabei, also der muss gut gewesen sein. Der muss gut gewesen sein, ja. Ja, wie kommen wir da drauf? Also grundsätzlich ist ja so, ich gehe öfters mal live in meiner Mittagspause auf den diversen Kanälen und die Fragen, die kommen eigentlich immer, erstens, was arbeitest du in USA? Ja, und das Zweite ist immer, funktioniert auch das, funktioniert auch das, funktioniert auch das, ich bin das und das und das, kann ich das in den USA auch machen? Und das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, der kam uns durch die ganzen Coaches, die da irgendwie wieder aufpoppen, die einen Müll beraten teilweise, wo ich denke, so, ihr habt überhaupt gar keine Ahnung, ne? Ja, also, was so auffällig ist, dass immer besonders einfache Jobs irgendwie empfohlen wurden, daraus ein Business zu machen, weil das Narrativ natürlich so ist, so einfach wie möglich, dann versteht der andere das, dann verkaufe ich meine Dienstleistung. Ich glaube auch tatsächlich, dass das der Grund ist, warum viele Bars und Gastrobetriebe scheitern, weil die Leute, die sich da selbstständig machen in dem Bereich, die denken so, ja klar, Essen kaufen, Essen machen, Essen verkaufen. Bar, ja klar, Zapfanlage an, Bier zapfen, Bier verkaufen, ist einfach, ne? Ist es aber nicht. Das ist, da gehen viele dran pleite. Ja. Und bei den einfachen Sachen, die haben es auch in sich. Und nur weil das Businessmodell einfach ist, heißt das nicht, dass das Operative auch einfach ist. Absolut richtig. Und wir wollen heute mal so ein paar Businesses auseinandernehmen, die immer wieder gerne verkauft werden und gesagt, hör mal, wenn du E2 möchtest, dann mach das, weil total easy, du kriegst auf jeden Fall das Visum. Das Visum ist niemals das Problem. Nee, also ein bisschen drauf gekommen sind wir auch, weil der liebe Jörg, also wenn ihr dem noch nicht folgt, die Eva und der Jörg in Florida, der hat das richtig erkannt. Ne? Also hier eine Poolroute zu empfehlen oder sowas, das ist alles total nett. Ne? Du bist zwar mit einem E2-Visum dann hier, ne? Aber du kannst nur das machen. Denn Jobwechsel ist nicht. Denn das E2-Visum ist halt auf das Business dran. Ne? Und wenn das nicht funktioniert, adios. Ja. Darum lieber was Vernünftiges machen, unser Video von letzter Woche anschauen. Da haben wir nämlich die Ideen gegeben, was funktionieren könnte. Und heute, wie gesagt, nehmen wir gleich mal schnell auseinander, was nicht funktioniert. Ja, genau. Also wir haben uns mal so ein paar Business-Ideen rausgeguckt. Und das seht ihr auch. Also ihr fragt auch immer, kann ich nicht so ein Business kaufen? Ne? Da habe ich auch schon etliche Videos zu gemacht. Und wenn ihr so die Plattformen wie BizBuySell, ne? Das ist wirklich so die Kitsch-Plattform. Ne? Da kommen alle Unternehmen rein, wo man glaubt, man kann die kaufen. Ne? Aber wenn ihr mal durchgeht, dann findet ihr auf allererster Stelle mit Sicherheit hundertprozentig die Poolroute. Genau. Und man erzählt halt immer gerne, boah, bei der Poolroute, du hast ja schon die Kunden, das sind immer wiederkehrende Kunden und dein Umsatz ist garantiert da. Ja, garantiert ist schon mal gar nichts, das kann ich euch schon mal sagen. So eine Poolroute, das funktioniert ja so, ne? Du hast, also das ist ein Dienstleistungsunternehmen, ne? Du hast den Poolboy oder bist selber der Poolboy am Anfang. Ja. Und hast dann deine Route, das heißt, du gehst von Haus zu Haus, also zu deinen Kunden und kümmerst dich um die Pools da. Ne? Guckst, dass da genug Chlor drin ist oder genug Wasser oder pH-Wert oder was auch immer. So. Aber. Genau, dann kommen so Kommentare, ja, aber Tina, $6.000, das ist easy zu machen im Monat. Ja, 6.000 easy zu machen. Du bräuchtest 10. Machen wir eine Stunde? Machen wir eine Stunde. Nein. Was ist los hier? Du bräuchtest ungefähr 10 Kunden dafür am Tag oder 12 Kunden am Tag. Auch das muss man erstmal schaffen. Was ist denn der Preis? Nein, was ich auseinandernehmen möchte, ist, selbst wenn du 6K machst und egal mit wie viel Anstrengung, was davon übrig bleibt, darum geht es ja. Davon bleiben nämlich nur knappe $2.500 übrig, ungefähr. Wenn du Glück hast. Wenn du Glück hast, nach den ganzen Chemikalien, nach dem Sprit, Fahrzeug und Steuern. Ja, auch in Florida musst du Federal Tax bezahlen. Ja, und ich glaube, dass also die meisten, die sehen immer nur den Umsatz, ne, und sagen, boah, der macht, weiß ich nicht, 6.000 am Tag, ne, das sind ja über 60.000 im Monat. Ne? Ja, da hat er aber auch ein ganzes Staffing für, ne? Denn was kostet so eine Poolroute? $50 oder was, wenn der einmal hier ist?
Da müsst ihr wirklich die Leute aus Florida fragen. Ja, gibt es ja überall. Gibt es auch in Texas. Ja. Ne? Also muss ja nicht nur Florida sein. Ne? Also, aber ich vermute mal, dadurch, das ist ähnlich wie unser Landscaping-Typ hier. Ne? Der kommt dann da mit seinen Jungs, ne? Mit den mexikanischen Freunden und rast da einmal drüber und dann zahlt sie $60. Und ich kann mir vorstellen, bei Poolroute ist das vielleicht, weiß ich nicht, einmal im Monat $100. Ne? Ja, kann ich mir auch vorstellen. Das heißt, der kommt auch nicht jeden Tag. Das heißt, ihr müsst einmal im Monat $100 bezahlen. Jetzt könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Kunden ihr braucht, um an diese 6.000 zu kommen. So, und jetzt hat die Tina recht. Das geht nur, wenn ihr Leute einstellt, wenn ihr Autos habt, wenn ihr Material habt, wenn ihr die ganzen Chemikalien holt, ne, wenn die Leute ausgebildet sind, wenn ihr Vertrieb habt und da bleibt nicht viel über. Da bleibt dann gar nichts mehr übrig. Also mal ganz ehrlich, wenn ich Leute habe, die ich bezahlen muss bei 6.000 und dann die Chemikalien bezahlen muss und die Steuern bezahlen muss, dann gehe ich ins Minus. Also das 6.000 musst du alleine machen. So, dann bist du von morgens 6 bis abends 10 unterwegs, um deine Arbeit zu machen. Das heißt, dann lebst du ein Leben in Florida für für $2.400 ungefähr. Davon kannst du noch nicht mal die Miete bezahlen. Nee, also das wird schwierig. Ne? Also ich glaube einfach, das Grundprinzip ist, wenn das Businessmodell einfach zu verstehen ist, heißt das auch nicht, dass das Gewinn bringt. Ne? So, Ja. du musst dir auch vorstellen, wenn du ja mit dem Business hier startest, dann musst du das auch durchziehen. Ne? Ja. Das heißt, der Konsularbeamte will ja nach 5 Jahren auch Wachstum sehen. Ne? Also das ist übrigens sehr geil. Ne? Unser Nachbar kriegt gerade das Haus gemacht. Und als ich Mexikaner gesagt habe, ne, hat er sofort seine spanische Mucke. Ich glaube, die hören uns zu. Das ist Zufall. Aber das hört ihr nicht. Die Mikrofone filtern das weg. Filtern das weg. Ja, hoffe ich doch. Das wird schon. Ja, also Poolroute kann ich ehrlich gesagt nur von abraten. Das ist ein ganz klassisches Door-to-Door-Vertriebsgeschäft. Ne? Das heißt, irgendwie die Leute klopfen dann hier, also jetzt hier nicht, weil wir keinen Pool haben, ne? Aber die klopfen an die Tür und gucken, dass die euch in so ein Subscription-Modell reindrücken. Ne? Ja, und jetzt mal ganz ehrlich, alle Pools, also es ist ein Verdrängungsmarkt, weil alle Pools sind ja schon geserviced. Also das heißt, wenn du dann reinkommst und expandieren möchtest, ne, und eine Idee hast, wie du dein Business oder deine Poolroute verdoppelst oder verdreifachst, das ist ein Verdrängungskampf. Das ist nicht einfach gemacht. Ja, also Neukunden kriegst du eigentlich nur, wenn einer einen neuen Pool baut. Ne? So, das ist so. Ansonsten musst du immer gucken, dass der Dienstleister rausgedrängt wird. Ja, genau. Und das ist schwierig. Und dann kommst du als Deutscher oder Österreicher oder Schweizer hin und willst den Amerikaner, der hier seit 20 Jahren die Poolroute hat, verdrängen. Selbst wenn du die kaufst, die Poolroute, ne? Ich schwöre dir, 80% der Leute werden kündigen. Ja. Weil es wird sich was ändern und das merken die. Denn du brauchst Anlaufzeit für das Business. Also Poolroute, abgehakt, überlegt euch das gut. Du hast gerade hier den Gartenservice, Lawn Service, Lawn Care. Lawn Service. Genau. Lawn and Tree Service. Genau. Wobei das sind 2 verschiedene Businesses. Das stimmt, aber manche Lawn Services machen auch Tree Services. Oh. Okay, aber das wird auch super gerne empfohlen, weil es schnell aufgesetzt. Ne? Du brauchst dir nur einen Rasenmäher zu kaufen. Nur ein Rasenmäher. Genau. Was man vergisst, hier in Texas ist das auf jeden Fall, das ist in fest mexikanischer Hand und die machen das für einen Spottpreis. Ja, du, wenn die kannst legal sind. du kannst das gar nicht für diesen Preis machen. Ja. Also wie viele Kunden, also du zahlst alle 2 Wochen $60 bis $100, je nachdem, ja. Wie viele Kunden willst du denn dann haben, damit du da irgendwie auf den grünen Zweig kommst? Also ich gebe mal ein paar Insights. Ne? Also ich hatte ja auch, ich habe immer noch einen Kunden, ne? Aber ich hatte einen Kunden und der ist ein mexikanischer Kunde. Also die kommen aus Mexiko, sind aber Amerikaner. Ne? So, das heißt, die können aber Spanisch perfekt sprechen und verstehen die Mentalität. Ne? So, und der hat gesagt, ich kaufe nur Unternehmen, wo ein hoher Anteil an Hispanics ist, also an spanisch sprechenden Mitarbeitern. Und das hat seinen Grund. Denn jeder Amerikaner, der so ein Business kaufen möchte oder da reingehen möchte mit so einer Hispanic-Stuff, der muss fließend Spanisch sprechen können, sonst hast du hier gar keine Chance und du musst Connections haben zu Leuten, die dir auch wieder Nachschub besorgen. Und damit meine ich nicht hier illegale Mexikaner, weil das ist ja Quatsch. Ne? Also es gibt natürlich auch einen legalen Markt. Ne? Ja. Aber die trauen dir natürlich nicht, ne? Weil du bist der White Boy hier, ne? Oder die White Girl hier, ne? Und dann auch noch Ausländer. Ne? Also da Stuffing zu machen ist sehr, sehr schwierig. Finde ich auch. Nein. Ist leider so. Also auch da, ich denke, das ist entgegen dem, was oft kommuniziert wird, dass das so einfach wäre, überhaupt gar nicht einfach. Weil du musst ja auch Personal einstellen, du musst wachsen. Auch hier ist wieder ein Verdrängungswettbewerb, den du garantiert nicht gewinnen kannst. Ja, und das Problem ist ja, du bist ja nun mal
als Gast hier. Ne? Also wenn du jetzt nicht Citizen bist oder Green Card oder was, bist du trotzdem als Gast hier. Ne? So, das heißt, du musst auf jeden Fall dich an alle Regeln und Gesetze hier halten und das rate ich grundsätzlich jedem zu tun. Ne? Also so einen kleinen Schritt nach Seite und merkt ja keiner, das kann wirklich böse Folgen haben hier. Ne? Also mal sagen, ja komm, die zwei, die nehmen wir noch mit. Ne? Oder hier, der bringt seinen Bruder mit, Chef, der kann der auch mal arbeiten. Sagst du, ja komm, heute geht. Das geht nicht. Also du musst das hier ganz, ganz astrein machen, sonst bist du dann visumschnell los und kommst hier nie wieder rein. Ja. Oh mein, das ist ein Punkt, den habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, aber aber ist das so. ist der wichtigste Punkt. So, und dann versuch du mal als E2-Ausländer hier gegen Amerikaner anzustänkern, ne, die hier nicht raus können, die das mal vielleicht ab und zu riskieren. Das ist nicht fair, weiß ich, und das ist auch sicherlich, so sollte man kein Business betreiben, aber glaub mir, so geht das hier. Ja. Das nächste, was ich auch finde, was ganz, ganz oft empfohlen wird, und ja, es wird sehr viele positive Beispiele geben, aber die meisten eben nicht, sind Foodtrucks. Oh ja, ich kenne ein positives Beispiel. Also Leute, kleiner Shoutout. Ne? Wenn ihr mal in Houston seid, da gibt es einen Foodtruck, einen Berliner Foodtruck. Und dieser Berliner Foodtruck hat die beste Currywurst in ganz Texas und im Universum. Neben mir? Außer Tinas. So, und da solltet ihr auf jeden Fall hin. Also der kann davon sehr gut leben, das ist so. Ne? Aber wie Tina sagt, Ja, es ist halt schwierig, weil die Margen, die Nettomargen sind so, was ich recherchiert habe, zwischen 4 und 8%. Dazu, wie willst du Wachstum als E2-Inhaber? Wie willst du Wachstum? Du hast mega hohe Ausfallquoten durch das Wetter. Du brauchst eine super, super, super Lage. Und glaub mal, hier bei uns auf jeden Fall in Austin, die sind alle fest in der Nähe von Bars. Glaub mal, die müssen auch die Bars bezahlen dafür, dass sie da stehen dürfen. warum ist das eine hohe Ausfallquote wegen Wetter? Das habe ich nicht verstanden. Oh, wenn es regnet, Ja, aber ist wann keine. kommt das vor? Okay, in Florida Ja, okay, fast jeden Florida. Tag. Das stimmt. Hier im Winter fast jeden Tag. Also ich glaube, in Texas ist das Risiko, das Wetter ist geringer. Ne? Aber du hast natürlich recht, das ist natürlich so. Was ich viel schwieriger finde, aber heiß ist auch schlechtes heiß ist, Wetter. also ja klar, wenn du keine Eisdiele hast, ne, und hier heißen Scheiß verkaufst, ne, dann ist das schon schwierig. Ne? Aber das stimmt. Also was ich eigentlich sagen wollte ist, du hast am Anfang, also selbst wenn du so einen Foodtruck kaufst hier, ne, und vielleicht hast du das in Deutschland schon mal gemacht, ne, aber du bist immer noch neu hier und in dem Markt. Ne? Das heißt, du weißt auch gar nicht, also du musst dir erstmal so eine Einkaufsstrategie entwickeln, ne? Wo kriege ich was her an Fleisch oder an Zutaten, ne? Wo kriege ich jemanden her, der mit mir brutzelt, ne? Wie sieht das aus mit Sprit hier, mit Standkosten und so weiter. Das heißt, du hast so eine Anlaufphase, die extrem teuer sein wird, weil du mit Schmerz und Geld hier lernst. Und da kann das schon mal sein, dass dein ganzes Budget eigentlich für einen Eimer ist. Ne? Und darum ist das nicht einfach. Was nicht heißt, dass es nicht möglich ist. Nein, ist Wie gesagt, möglich. wenn du eine super Idee hast mit extraordinärer Qualität, die wirklich sensationell ist, gutes Influencer-Marketing machst, was heutzutage gerade bei musst du Foodtruck, machen, Influencer-Marketing ist so ziemlich das Wichtigste für Foodtrucks, weil je mehr Leute sehen, dass Leute bei euch gerne essen, desto mehr Leute kommen auch. Auch das muss natürlich gehostet und bezahlt werden, was wieder eure Gewinne schmälern. Also am Anfang kriegt man vielleicht so ein paar Influencer, die so ein paar tausend Follower haben, in dem, ja, du kannst hier was kostenlos essen, ne? Dafür machst du einen schönen Bericht. Aber wenn ihr richtig Reichweite haben wollt hier in Austin, Tina weiß das ja nun mal, ne? Sie ist ja nun mal da in der Szene. Ne? Also wenn ihr jemanden haben wollt, der so 100, 500.000 Follower hat, ne? Der kommt nicht umsonst und haut sich da euren Dönerspieß rein, ne? Und sagt, boah, das war aber lecker, der will da hier für haben. Ne? Und zwar ordentlich. Absolut richtig. Aber ohne die erfährt niemand, dass euer Foodtruck auf der 7. Straße, Ecke links steht. So, und dann halt mal bitte 5 Jahre durch. Ich meine, wenn du die ersten 2 Jahre erfolgreich bist, super. 3. Jahr erfolgreich, super. Aber irgendwann, der Gaumen langweilt sich. Und das merkt man in Austin extrem stark. Ich denke, das wirst du in anderen Megastädten auch haben, dass man irgendwann auf den neuesten Hype. Also außer du hast ein Texas Barbecue, so richtig oldschool, Ja. ne? Das kann natürlich hier stehen in 100 Jahren noch, Ja. ne? Weil das ist halt, die Leute kommen nach Austin wegen Texas Barbecue. Aber die kommen nicht nach Austin für einen Foodtruck, der, weiß ich nicht, Currywurst Pommes macht. Oder, ich sag nur, Dubai-Schokoladenwaffeln. Horror. Hörst du heute noch irgendwas von Dubai-Schokolade? Nein, ist Nichts weg. mehr. Ist weg. Waren 2 Jahre mega Hype. Die Leute haben gutes Geld verdient. Aber jetzt, wenn du jetzt einen Dubai-Chocolate-Food-Truck hättest, Das habe ich auch wär nicht nicht. verstanden. Ne? Dubai Schokolade in Austin, ne? Das ist so, weißt du, du gehst aus dem Laden raus und das Ding schmilzt. Ja. Weil das einfach verdammt heiß ist hier. Also Schokolade macht hier gar keinen Sinn.
Ja, wobei, ich habe jetzt einen geilen neuen Foodtruck gesehen, Poffertjes. The Poffertjes? Poffertjes, ja, die heißen hier Small Pancakes oder Tiny Pancakes. The Tiny Pancakes von Holland? Wird auch ein Jahr mega sein und danach wird es wieder keinen interessieren. Ja, aber ihr merkt, worauf wir hinaus wollen. Ne? Also Konsistenz und Langlebigkeit, das ist ein Businessmodell, wo ihr darauf achten müsst. Ne? Es reicht nicht zu sagen, ja, das wird schon gut gehen, ne? Denn ihr müsst das betreiben, das Business hier, wenn ihr ein E2-Visum habt. Ja, und das muss halten. Und ihr müsst vor allen Dingen, das finde ich viel wichtiger, ihr müsst jeden Morgen aufstehen und sagen, boah, da habe ich richtig Bock drauf. Ja. Und jetzt mal ganz ehrlich, du hast nicht jeden Morgen Bock aufzustehen und zu sagen, boah, heute bin ich aber wieder in der Gärtnerei unterwegs. Da hast du mit Sicherheit, außer du bist Gärtner und liebst das, ne, ich will da gar nicht schlecht reden. Ne? Die Message ist aber, es reicht nicht, auf irgendeinen Coach oder Berater zu hören, der dir sagt, ja, das Businessmodell, das ist super hier, das ist E2-fähig. Es reicht aber nicht, weil das E2-fähig ist. Das muss ein Business sein, was du betreibst und was du aufbauen kannst. Und wenn du das nicht kannst, dann lass die Finger davon. Ja, auch von... Ne, das ist ein bisschen wie das Wort am Sonntag heute, ja, oder? total. Aber irgendwann muss es ja auch mal sein, weißt du? Einer muss es doch mal sagen. Einer muss es doch mal sagen. Die Pfeifen da draußen. Wirklich? Nein, aber es ist, weißt du, mir tut das so leid, wenn Träume teuer zerstört werden. Hier bei uns kriegt ihr das kostenlos. Jetzt habe ich schon einen Hut auf, ne? Ich bin trotzdem noch geblendet hier. Ne? Nein, was ich sagen möchte, ich möchte nicht, dass Existenzen zerstört werden. Nur weil man daran selber ein paar tausend Euro verdient, möchte ich nicht, dass irgendwelche anderen Existenzen vernichtet werden. Also, schon. Nein, das Gleiche auch mit, du musst auf jeden Fall einen Waschsalon kaufen oder sowas. Da müsst ihr mal gucken, da habe ich schon mal vor 2 Jahren ein Video drüber gemacht. Laundromat. Ich weiß, dass es ganz viele Scharlatane im Internet gibt, also jetzt so Gurus, ne, die dann so Werbung schalten und hier kaufen Laundromat. Ne. Schaut mal bitte bei BizBuySell Laundromat Austin. Ihr werdet sehen, das sind Preise zwischen 800.000 und 1 Million, weil die so eine hohe Nachfrage haben, weil alle glauben, sie kaufen so ein Laundromat und dann legen die sich zu Hause in den Liegestuhl, weil der Laundromat läuft, der ist ein automatisiertes Business. Das ist Bullshit. Ihr geht auf jeden Fall pleite dran. Auf jeden Fall. 100%. Ja, genauso wie mit diesen ganzen Vending Machines. Ne? Du musst auf jeden Fall... Ja, Quatsch. Das ist auch... Ich kriege nur noch Puls. Ne? Es gibt so viele Idioten da draußen und die ganzen Stumpfdenker, ne, die denken so, ja klar, ist total einfach. Da stelle ich einen Automat dahin, dann zieht er sich in Snickers und ich muss nur einmal im Monat da vorbei und nachfüllen. Ja, super. Dann machst du mit deinem Automat vielleicht $50 mal irgendwie am Tag Umsatz, weil was kostet so ein Snickers? $1-2. Ne? Also wie viele Geräte musst du da rauskriegen? Plus Standgebühr und. Und ja, ich weiß, ein paar Gurus sagen dann, ja, kannst du kostenlos hinstellen. Das ist Quatsch. In Austin ist hier gar nichts kostenlos. Wenn du hier eine Maschine hinstellen willst, dann wollen die Miete dafür haben. Vielleicht irgendwo auf der FM 1626, irgendwo auf dem Feld. Da kannst du es vielleicht eventuell beim Bauen... Wo kein Strom ist. Nein, aber ihr wisst, worauf wir hinaus Vending Machine ist ein Business, das kann man als Side-Hustle machen, wenn man irgendwo angestellt ist oder so. Wenn man sagt, pass auf, ich will mir ein paar Euro, ein paar Dollar dazu verdienen. Super. Das gleiche wie Laundromat. Ihr seid angestellt, habt ein gutes Einkommen, holt euch so ein Ding, Nebenverdienst, super, bis die Rate abbezahlt ist, außer ihr bezahlt in bar 800.000 oder was, ne? Aber bis der Kaufpreis abbezahlt ist, seid ihr sehr alt und grau und wahrscheinlich schon tot. Boah, meinst du echt? Ja, sehr. Wow. Stimmt, guck doch mal. Ja, sagen wir mal, die nehmen 800.000 für so einen Waschsalon. Ja. So, dann hast du, weiß ich nicht, 10 Maschinen da drin. So, was nimmt der auf? Vielleicht hat er 200.000 mal gespart, ne? Das heißt, er nimmt 600.000 auf. Da kommen aber noch Zinsen drauf. Das heißt, mit den Einnahmen aus dem Waschsalon muss der jetzt die 600.000 abstottern. Ne? Und das bei einem, weiß ich nicht, monatlichen Gewinn kriegt er vielleicht 4.000 nochmal zusätzlich raus. Das heißt 4.000 im Monat. Davon kann er keine Miete bezahlen. Wenn das am Ende übrig bleibt. Ne? Nein, ich meine Privatmiete. Er muss ja auch ich habe ja gesagt, wenn das ein Nebenjob ist. Okay. Ne? So. Das ist, also ihr merkt schon, das sind alles, die Amerikaner sagen dazu, das ist ein Lifestyle-Business, weil da so wenig bei rumkommt. Ich weiß, in Deutschland klingt das viel, boah, 4.000, super, ne? Ist irre, ne? Hier ist das ein Furz im Wind. Ja, leider ja. Und so, es ist tatsächlich passiert. Austin ist immer noch heiß. Normalerweise schneiden wir nicht, aber jetzt musste ich tatsächlich, also wir filmen das hier mit einem iPhone. Ihr seht, wir sind völlig professionell hier. In den Kühlschrank legen, damit es abkühlt. Ja, so ist das nun mal. Ja, es ist heute fast wieder 30 Grad. Nicht nur fast? Nee, drüber, ne? Schon wieder drüber. Mein Gott, wir haben Mitte Oktober bald. Naja, wir haben noch Anfang Oktober. Haben wir noch Anfang Oktober. Aber es ist so heiß und es ist in der nächsten Zeit nicht zu erwarten, dass es kühler wird. Genau. Aber eine Sache wollten wir noch loswerden. Ja. So, das ist ganz wichtig. Und zwar... Deutsche Bäckerei oder deutsche Metzgerei. Das ist tatsächlich was in den Livestreams immer wieder aufpoppt, ne? Ja, genau. Und während ich der größte Fan davon bin und sage, ja, bitte unbedingt, ich will euch hier haben, am besten sogar bei uns in der Siedlung, deutsche Metzgerei und direkt daneben die deutsche Bäckerei, unbedingt ja, muss ich leider sagen, so, ja, aber.
Ach, so ein schönes Zwiebel mit Brötchen. Ja, will ich. Fleischwurst. Jeden Tag knackige Wiener. Ja, das Problem ist, dass wir die Einzigen sind. Ja, es sei denn, ihr habt einen Twist drin. Also eine deutsche Bäckerei also wir haben eine oben in Killeen, da fahren Leute 2 Stunden hin und decken sich so richtig ein. Wenn Aldi Deutsche Wochen hat, dann ist auch mein Tiefkühler voll mit Brezeln und Laugenstangen. Die Leute prügeln sich darum. Das habt ihr bestimmt im letzten Video gesehen, dass ich die letzte Laugenstange bekommen habe. Also es ist wirklich wahr. Das ist schon so, dass man sagt so, geil. Aber das sagen wir Deutschen. Und das ist das, was viele nicht verstehen. Ne? Also die Deutschen sind sehr eigen, was Frühstückskultur angeht. Ja. Ne? Aber wenn ihr mal so in die Welt guckt, ne? Kaum ein Land frühstückt wie die Deutschen oder Österreicher. Ne? Also auch hier. Also die machen keine Brotzeit abends und die machen morgens auch keine Brotzeit. Nein. Die hauen sich dann ein Breakfast-Burrito rein oder Breakfast-Taco, die hauen sich Pancakes rein, Rührei, Spiegelei, was auch immer. Ne? Waffeln. Ja, Waffeln mit Hähnchen. Ja, das ist halt ganz anders. Die haben eine ganz andere Frühstückskultur. Ne? So, das heißt, die Frage ist ja, und da habe ich ja auch schon mal gesagt, ne, irgendwie, wie willst du die deutsche Kultur hier hinbringen? Die probieren das einmal aus. Ne, aber ich glaube nicht, dass die sich ändern. Nein, ich glaube schon, dass sie einiges kaufen würden. Ja, also klar. Und auch vor allen Dingen, wenn ihr leckere Teilchen anbietet. Nein, ich will ja nicht sagen, dass das gar nicht läuft. Also ich glaube schon, dass das läuft, aber es dauert. Ihr müsst euch einen Namen aufbauen und es wird nicht von heute auf morgen so der mega Überknall. Also, oder anders gesagt, vielleicht wird gerade am Anfang das überrannt, aber danach dieses Durchhalten, ich glaube, das wird ein bisschen schwieriger. Genau. Also, dass die Leute wiederkommen, das ist halt die Herausforderung. Ne? Auch eine deutsche Metzgerei. Ne? Also hatte ich heute noch im Livestream. Ne? Also ist einer Fleischer gewesen. Ich sage immer, das funktioniert super, aber du musst das amerikanische Repertoire anbieten. Ne? Du musst hier halt Rinderbrust anbieten und Sachen, die Amerikaner essen. Ne? Du musst halt Jalapeno Cheese Würstchen hier haben. Ne? Du musst halt Ribs haben, ne? In verschiedenen Cuts. Ne? Also die Schnitte hier sind ja ganz anders als in Deutschland, also was du in der Deutschen kriegst. Wenn du das machst, hast du hier eine super Chance. Also die Amerikaner, zumindest die wir kennen, die lieben mit, zum Metzger zu gehen und frisches Fleisch zu holen in Top-Qualität. Da sind die bereit, viel Geld für auszugeben. Ne? Und nicht zum H-E-B in den Supermarkt gehen, die auch gutes Fleisch haben, aber kommt natürlich nicht daran. Ne? Und wenn du dazu noch die deutschen Herzen gewinnst, die es in Städten wie Austin beispielsweise sehr viel gibt, oder in Florida, Cape Coral, da gibt es auch sehr, sehr viele Deutsche. Wenn du da die Herzen gewinnst, die sind sogar bereit, für eine Fleischwurst das Doppelte zu bezahlen. Ins deutsche Eck. Ins deutsche Eck. Wir scherzen ja immer, ne? Aber wenn wir im Ausland leben, dann haben wir natürlich auch eine Community mit Gleichgesinnten. Ne? So, und es ist tatsächlich so, die Florida-Deutschen, sagt man immer, ne? Ins deutsche Eck, naja, so ist das nun mal. Ist gar nicht böse gemeint, ne? Aber da könnte das tatsächlich funktionieren, wenn du so eine gehäufte Anzahl an Deutschen hast, die ihre Kultur da pflegen wollen. Ne? Aber nicht darauf konzentrieren nur, sondern zusätzlich auch die Deutschen. Ja, und ich finde halt den Gedanken an sich, der zeugt schon von sehr viel Arroganz. Ne? Zu sagen, boah, das ist super in Deutschland, das haben die da nicht und dann läuft das hier. Aber nur weil das in Deutschland super ist, heißt das nicht, dass die das auch mögen. Ne? Also nur weil der Deutsche das gerne macht, heißt das nicht, dass die Welt das auch haben will. Ne? Das ist so ein bisschen, was die Deutschen nicht verstehen. Ne? Ja, leider ja. Ich meine, Amerikaner lieben Deutschland und die lieben Oktoberfest und die ganzen Traditionen. Und immer wenn ich sage, hey, ich bin aus Deutschland, oh mein Gott, ich liebe dich jetzt schon. Also es ist wirklich, man wird immer sehr positiv empfangen. Aber ich glaube nicht, dass sie am Ende auch deutsche Kultur oder deutsches Essen übernehmen werden und das fest in ihren Plan installieren werden. Das funktioniert nicht, ne? Aber es geht ja darum, ist das ein Business, was wachsen kann? Ich glaube schon, dass das ein Business, was wachsen kann. Ne? Das sind alles Businesses, die wachsen können. Ich will halt einfach nur sagen, es ist nicht einfach und du musst da wirklich Bock drauf haben, das Business zu machen, weil du musst das mindestens 5 Jahre, wenn du E2 hast, durchziehen. Und in 5 Jahren kann ein Business pleite gehen, kann sich verdoppeln oder es läuft einfach nur und dümpelt vor sich hin. Ja. Also die Chancen hast du alle und darum musst du eigentlich für dich entscheiden, worauf hast du Bock und nicht auf irgendeinen Coach, der dir sagt, was du im Business machen musst, weil der hat keine Ahnung. Richtig. Weißt du, der ist Coach. Der kann dich in irgendeine Richtung lenken, sollte er, wenn der Profi ist. Ne? Aber nicht sagen, das ist gut für dich, das ist dann Beratung, das ist nicht Coaching. So, ich unterscheide zwischen Coaching und Beratung. Wenn du einen Berater hast, der das noch nie selbst gemacht hat, ist meine Philosophie, beauftrage ich den nicht. Wenn das ein Berater ist, der mal ein Visum hier gehabt hat, ne, jetzt aber auf einmal sagt, ja, dann gibt es das Visum, dann traue ich dem nicht, weil der hat keine Ahnung, der kennt nur den einen Weg. Ein Berater muss mehrere Optionen anbieten können und für dich das Beste raussuchen. Und darum, lass die Finger von den Leuten. So, das war das Wort zum Sonntag. Genau. Jetzt, ich hoffe, wir haben nicht allzu viel gelästert hier, aber also, weißt du, manchmal muss man sich auch einfach Luft machen, ne, durch den ganzen Rotz, der auf Social Media da kommt, ne, wo du denkst, irgendwie, da gibt's doch gar nicht und dann haben die auch noch Kunden oder was. Ne? So, das wollten wir einfach mal loswerden.
Genau, weil ihr liegt uns am Herzen und wir wollen einfach nicht, dass Träume teuer zerstört werden. Oder mit Deutsch zu sagen, schwöre mal. Nein, also pass auf, grundsätzlich, es ist ja eure Entscheidung. Ne? So, und grundsätzlich muss jeder für sich entscheiden, was der Weg richtig ist. Ne? Ihr müsst euch aber wirklich schlau machen außerhalb der Social Medien. Ihr müsst euch wirklich Fachleute holen. Das sind für mich Anwälte, die jetzt studiert haben, die sich mit Gesetzen auskennen. Das sind für mich Visumsberater, die Visum beraten dürfen, die also eine Lizenz vom Department of Justice haben. Ne, so, die brauchen eine Lizenz, um Visumsberatung zu machen. Ne? Sonst ist das illegal. So, und wenn ihr die Leute habt, dann könnt ihr sicher sein, dann habt ihr eine gute Qualität. Und die gucken sich euren Fall an und behandeln euch, wie ihr das braucht. Und du kannst das nicht pauschalisieren. So, Richtig. genug gesagt jetzt. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Ja, genau. Nein, nicht so viel, du hast schon Blutdruck. Ich habe schon Blutdruck. Ich weiß gar nicht, schaffen wir am Wochenende ein Video über unseren Vlog? Oder? Ja. Wenn ich morgen und übermorgen ganz fleißig unterwegs bin, also ich weiß, dass ich morgen unterwegs bin auf einem Event wieder. Ich komme ja mit, vielleicht, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ich Ne, habe viel zu tun gerade. Wir geben alles. Wir geben alles. Ansonsten folgt uns einfach auf allen Kanälen, die ihr kennt, außer im Öffentlich-Rechtlichen. Da sind wir nicht vertreten. Gott sei Dank. Bis denn. Bis dann. Ciao. Ciao.